Wenn du als Rentner nach Thailand umziehst, dann ist die deutsche gesetzliche Rente möglicherweise steuerfrei, die Betriebsrente allerdings nicht. Warum das so ist und was vielleicht eine bessere Alternative zu Thailand ist, wenn du eine Betriebsrente hast, damit wollen wir uns einmal in diesem Video auseinandersetzen. Noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache, wenn auch du als Rentner nach Asien auswandern möchtest, dich möglicherweise steuerlich optimieren willst und dir zum Beispiel Thailand sehr gut gefällt, dann können wir dich zwar nicht in Thailand unterstützen, aber in den Philippinen. Dort haben wir ein Büro in Davao und wir haben schon vielen Rentnern geholfen, in die Philippinen umzuziehen, sich dort steuerlich optimiert aufzustellen und zum Beispiel die Betriebsrente steueroptimiert zu vereinnahmen, inklusive einer Einmalzahlung. Wir organisieren auch regelmäßig Reisen in die Philippinen, wo wir dir das Ganze dann auch einmal vor Ort zeigen. Alle weiteren Infos dazu auf unserer Webseite, Link dazu in der Beschreibung dieses Videos. Nun aber zurück zum Thema Thailand. Thailand, ein sehr attraktives Wohnsitzland, ein sehr schönes Land, eine wunderbare Natur, hervorragendes Essen, sehr freundliche Menschen und ein immer weiter sich verbessernder Lebensstandard. Kein Wunder also, dass sich gerade viele deutsche Rentner nach Thailand hingezogen fühlen. Wenn du planst, als Rentner in Thailand zu wohnen, dann stellt sich natürlich die Frage, wie dann deine deutsche Rente besteuert wird. Und muss man zum Beispiel eine deutsche gesetzliche Rente getrennt betrachten von einer Betriebsrente? Vielleicht auch von einer Betriebsrente, die du als Einmalzahlung von deinem Arbeitgeber erhältst. Grundsätzlich muss man sagen, dass die Besteuerung von Ruhestandsbezügen tatsächlich ein Minenfeld ist. Seit 2005 gilt grundsätzlich, dass Deutschland ein Besteuerungsrecht hat auf sämtliche Ruhestandsbezüge. Wenn du im Ausland bist, du bleibst also in Deutschland beschränkt steuerpflichtig. Allerdings gilt diese Blanko-Regelung nur dann, wenn du in ein Land umziehst, mit dem es kein Doppelbesteuerungsabkommen gibt. Also sagen wir einmal, du ziehst nach Paraguay um oder nach Panama oder auch nach Dubai, dann wird die deutsche Rente, egal ob es sich um eine gesetzliche oder um eine betriebliche Rente handelt, immer in Deutschland zu versteuern sein. Gibt es aber ein Doppelbesteuerungsabkommen, dann zählt, was darin vereinbart ist, denn Doppelbesteuerungsabkommen, sie fallen unter internationales Recht und internationales Recht hat Vorrang vor deutschem Recht. Und tatsächlich gibt es in den Doppelbesteuerungsabkommen viele unterschiedliche Regelungen. So eben auch mit Thailand. Das Doppelbesteuerungsabkommen mit Thailand ist ziemlich alt. Es stammt aus dem Jahr 1957 und ist dann in den 60er Jahren in Kraft getreten. Viele neuere Doppelbesteuerungsabkommen haben alternative Regelungen, aber das Doppelbesteuerungsabkommen mit Thailand ist noch ein Abkommen nach altem Muster. Und dort gilt interessanterweise, dass Deutschland kein Besteuerungsrecht hat auf die gesetzliche Rente. Das hast du völlig richtig verstanden. Wenn du als Rentner in Thailand wohnst und eine Rente aus Deutschland bekommst, dann wird dafür in Deutschland keine Steuer abgezogen, obwohl du eigentlich in Deutschland beschränkt steuerpflichtig bist. Alleine Thailand hat das Besteuerungsrecht. Das war bis vor kurzem, bis 2024, noch attraktiver, als es heute ist. Denn wie du weißt, gab es damals in Thailand eine steuerliche Regelung, in der Auslandseinkünfte, die man erst im Jahr nach dem Zufluss nach Thailand überwiesen hat, komplett steuerfrei waren. Du konntest also damit eine deutsche gesetzliche Rente, die du zum Beispiel 2025 bekommen hast, 2026 komplett steuerfrei in Thailand verwenden. Das geht mittlerweile leider nicht mehr. Einkünfte, die du nach Thailand überweist, ganz egal um welche Einkünfte es sich handelt, sind in Thailand zu versteuern. Das heißt, die deutsche Rente bleibt komplett steuerfrei, wenn sie auf ein nicht thailändisches Konto fließt. Sagen wir zum Beispiel bei Wise oder Revolut. Aber sobald du dann die Rente in Thailand verwendest, wirst du in Thailand darauf Steuern bezahlen müssen, aber eben interessanterweise nicht in Deutschland. Ganz anders verhält es sich mit der Betriebsrente. Erhältst du eine Betriebsrente, dann sagt das Doppelbesteuerungsabkommen, dass Deutschland hierauf ein Besteuerungsrecht behält. Das zumindest in den meisten Fällen. Daher ist es dann also so, dass eine Betriebsrente in Deutschland besteuert wird. Es kommt zum Steuerabzug. Du fällst unter die beschränkte Steuerpflicht. Das heißt, du verlierst den Steuerfreibetrag und musst also die Betriebsrente ab dem ersten Euro in Deutschland versteuern, obwohl du in Thailand lebst. Ob das jetzt ein Problem ist oder nicht, hängt natürlich von der Höhe der Betriebsrente ab.
Bei manchen Rentnern ist es so, dass die gesetzliche Rente den weitaus größeren Teil des gesamten Renteneinkommens ausmacht. Dann ist das vielleicht gar nicht so entscheidend. Hast du aber zum Beispiel eine sehr hohe Betriebsrente und nur eine relativ bescheidene gesetzliche Rente, dann kann sich dieser Unterschied schon bemerkbar machen. Das natürlich auch immer vor dem Vorbehalt, dass du ja mittlerweile sowieso eine Rente besteuern musst, die du nach Thailand ausbezahlst. So, dazu möchte ich dir jetzt zunächst mal ein paar Dinge zeigen. Ich werde Links dazu auch in die Beschreibung dieses Videos kopieren. Zunächst mal möchte ich dir die Webseite des Finanzamts Neubrandenburg zeigen. Du weißt vielleicht, dass das Finanzamt Neubrandenburg für Rentner zuständig ist, die im Ausland leben. Also wenn du später als Rentner ins Ausland auswanderst bzw. das schon getan hast, dann ist das Finanzamt Neubrandenburg dein Ansprechpartner. Hier gibt es eine Seite, wo genau dieser Zusammenhang mit den Doppelbesteuerungsabkommen beschrieben ist. Und hier ist dann auch eine Liste der Länder, bei denen Deutschland auf die gesetzliche Rente kein Besteuerungsrecht hat. Das heißt, wohnst du in einem der hier abgebildeten Länder, wobei man sagen muss, dass diese Liste nicht vollständig ist, dann darf Deutschland die gesetzliche Rente nicht besteuern. Ob dann Steuern im anderen Staat fällig werden, ist natürlich eine komplett andere Frage. Aber hier siehst du, dass auch Thailand auf dieser Liste auftaucht. Das heißt, hier ist also auch die Bestätigung des Finanzamtes, kein Steuerabzug in Deutschland, aber möglicherweise dann Steuern in Thailand, je nachdem, ob du die Rente nach Thailand überweist oder nicht. Aber die meisten Rentner werden das ja tun müssen. Als nächstes zeige ich dir hier das Doppelbesteuerungsabkommen. Du kannst schon am Schriftbild erkennen, dass es ein altes Abkommen ist. Artikel 18 regelt die Besteuerung der Rente, Ruhegehälter und andere Vergütungen für frühere unselbstständige Arbeit sowie Renten, die eine in einem Vertragsstaat ansässige Person bezieht, können nur dann im anderen Vertragsstaat besteuert werden, wenn diese Vergütungen bei der Ermittlung der Gewinne eines Unternehmens dieses anderen Staates oder einer in diesem Staat gelegenen Betriebsstätte als Ausgaben abgezogen werden. Also eine sehr interessante Formulierung, eine fast einmalige Formulierung, will man schon fast sagen, für Doppelbesteuerungsabkommen. Hier steht also grundsätzlich, dass deutsche Renten nicht in Deutschland besteuert werden können. Sie können nur dann in Deutschland besteuert werden, wenn ein deutsches Unternehmen dazu Beiträge gezahlt hat. Und das ist ja genau bei Betriebsrenten der Fall. Es ist wohlgemerkt aber nicht bei allen Betriebsrenten der Fall. Viele große Unternehmen, die ja eine Betriebsrente zahlen, haben ausgelagerte Pensionsgesellschaften. Und wenn es tatsächlich so ist, dass die Beiträge des Arbeitgebers zur Betriebsrente nicht das Ergebnis des Unternehmens geschmälert haben, sondern das komplett über die betriebseigene Pensionskasse gelaufen ist, dann kann es sein, dass auch diese Betriebsrente dann in Thailand steuerfrei ist. Das Problem ist eben, dass die Nachweisführung hier praktisch unmöglich ist. In vielen Fällen, die wir erleben bei Mandanten, können sie diesen Nachweis nicht führen und die Betriebsrente muss dann in Deutschland besteuert werden. Das ist also genau der Grund, warum die gesetzliche Rente, wenn du nach Thailand ziehst, in Deutschland nicht besteuert wird, allerdings die Betriebsrente. Das heißt also, je nachdem, in welcher Situation du dich befindest, ist Thailand möglicherweise ein attraktives Land oder nicht. Wie gesagt, ich sage es nochmal, man muss das natürlich immer vor dem Hintergrund der Besteuerung der Einkünfte sehen, die nach Thailand überwiesen werden. Diese Regelung, die es erst seit kurzer Zeit gibt. Also im Grunde genommen ist das dann nur dann steuerlich für dich interessant als Rentner, wenn du eine Möglichkeit hast, in Thailand komplett auf die Rente zu verzichten. Du kannst die Rente dann im Ausland lassen. Du kannst sie zum Beispiel am Kapitalmarkt anlegen. Oder vielleicht verbringst du auch neben Thailand noch Zeit in anderen Ländern und auf Reisen. Dann kannst du natürlich dort dann die Rente ausgeben. Aber du musst eben deine Lebenshaltungskosten in Thailand dann anderweitig decken, nicht über die Rente. Denn was du nach Thailand ausbezahlst, das müsstest du eben auch in Thailand dann besteuern. Auch wenn natürlich, je nachdem, wie viel du nach Thailand überweist, möglicherweise die Besteuerung auch gar nicht so ein Problem ist. Hast du allerdings eine Betriebsrente, dann ist Thailand, wie gesagt, nicht sehr interessant, denn dann wirst du weiterhin Steuern in Deutschland bezahlen. Und das ist natürlich besonders ein Faktor, wenn du eine Betriebsrente als Einmalzahlung bekommst. Deswegen haben aus meiner Sicht die Philippinen in dieser Situation einen großen Vorteil für Rentner. Das Doppelbesteuerungsabkommen zwischen Deutschland und den Philippinen ist so gestaltet wie viele andere Abkommen auch. Das heißt, die gesetzliche Rente ist weiterhin in Deutschland zu versteuern. Aber auf die Betriebsrente hat eben Deutschland kein Besteuerungsrecht, auch nicht auf eine Einmalzahlung.
Und der große Vorteil ist, in den Philippinen wird territorial besteuert. Das heißt, wenn du auf die Philippinen umziehst und dann dort die steuerliche Ansässigkeit nachweisen kannst, dann wird die Betriebsrente in Deutschland nicht besteuert, auch die Einmalzahlung nicht. Und du hast diese dann komplett steuerfrei. Aber das ist nicht der einzige Vorteil, den die Philippinen haben, insbesondere dann eben nicht, wenn du eine Betriebsrente bekommst. In den Philippinen sind eben sämtliche Auslandseinkünfte für Ausländer steuerfrei. Völlig egal, ob du diese ins Land überweist oder nicht. Das heißt, auch wenn du jetzt Einkünfte hast aus Kapitalerträgen zum Beispiel, sind diese ebenfalls in den Philippinen steuerfrei. Auch die Visumsituation ist in den Philippinen meiner Meinung nach deutlich einfacher und verbindlicher. Du kannst dir das SRRV-Visum besorgen, das Rentnervisum. Das ist eine unbeschränkte Aufenthaltserlaubnis. Du musst das nicht alle paar Jahre erneuern, so wie es in Thailand ist, sondern du hast dieses Visum einmal. Das kann man auch schon ab dem Alter von 40 Jahren beantragen. Dabei zahlst du dann eine Kaution in den Philippinen. Das sind in der Regel 20.000 US-Dollar. Damit kannst du dann aber in den Philippinen zum Beispiel ein Konto erwerben. Ganz davon abgesehen ist die Amtssprache in den Philippinen Englisch. Du musst dich nicht mit der thailändischen Sprache und der thailändischen Schrift rumschlagen. Die Philippinen nehmen auch nicht am automatischen Informationsaustausch nach OECD-CRS teil. Das heißt, wenn es dir um den Schutz deiner Privatsphäre geht, dann haben möglicherweise die Philippinen weitere steuerliche Vorteile. Ein Wohnsitz in den Philippinen eignet sich hervorragend, um zum Beispiel auch ein Konto in Singapur zu eröffnen. In Singapur hast du ja dann sehr hochwertige Banken, die absolut zum Beispiel mit der Schweiz oder mit Liechtenstein vergleichbar sind. Also alles in allem, wenn du überlegst, als Rentner nach Asien auszuwandern, wenn aber möglicherweise Thailand für dich nicht so optimal passt, vielleicht hast du eine Betriebsrente, vielleicht ist ja das auch alles viel zu kompliziert in Thailand, dann lohnt es sich einmal die Philippinen anzuschauen. Wenn du dann auf den Philippinen wohnst, spricht ja nichts dagegen, dass du auch noch viel Zeit in anderen asiatischen Ländern verbringst, aber dann bist du eben weniger als 180 Tage im Jahr in Thailand, bist somit dort nicht steuerpflichtig und musst dich damit dann auch mit den Überweisungsregeln, dem Steuersystem und ähnlichen Komplikationen hinsichtlich der thailändischen Bürokratie nicht auseinandersetzen. Ich kenne die Philippinen sehr gut. Ich bin dort schon seit 2010 geschäftlich aktiv. Wir haben ein Office in Davao, das ist im Süden der Philippinen. Das ist eine der größten Städte in den Philippinen. Dort haben wir ein sehr kompetentes Team. Unser Büroleiter Tim kümmert sich dort um unsere Mandanten. Er hat auch schon hier einige Videos auf unserem Kanal veröffentlicht. Kannst du dir mal anschauen. Die sind so aus dem Leben für das Leben. Dort lernst du den Alltag auf den Philippinen kennen. Wir organisieren regelmäßig Reisen auf die Philippinen. Da beschäftigen wir uns dann nicht nur mit der steuerlichen und der rechtlichen Situation, sondern wir erleben auch die Philippinen hautnah. Die wunderschöne Natur, die freundlichen Menschen, die hervorragende Küche. Also wenn du dich dafür interessierst, dann ist das eine gute Gelegenheit, insbesondere natürlich, weil du dann dort auch zusammen mit einer Gruppe von Gleichgesinnten bist, Leistungsträgern aus Deutschland, Österreich und der Schweiz, die sich ebenfalls aus der Dachregion verabschieden wollen und ihren Ruhestand in Asien verbringen möchten. Wir können dir bei allen Formalitäten in den Philippinen, in Davao helfen. Vieles davon kann man auch machen, ohne dass du dort vor Ort bist. Wir können dir helfen, eine Wohnung zu suchen. Wir können dir bei der Anmeldung helfen. Wir können dir helfen, eine Steuernummer zu besorgen, den Führerschein aus den Philippinen und natürlich auch das SRRV-Visum. Dazu muss dann allerdings natürlich in die Philippinen kommen. Also schau dir das alles an. Auf unserer Website gibt es viele Infos. Link dazu in der Beschreibung dieses Videos. Wir helfen seit 20 Jahren Mandanten dabei, auszuwandern, sich im Ausland steuerlich zu optimieren und das Ganze natürlich rechtssicher, damit du auch in Deutschland dann keine Schwierigkeiten bekommst. Ich habe Deutschland bereits vor 26 Jahren verlassen, ebenso die EU. Ich habe es nie bereut. Ich denke, du wirst es auch nicht tun und deswegen würde ich mich freuen, auch dich alsbald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.